Audax Randonneurs Alemannia. Das 300 Kilometer Brevet zum Schweriner Schloss. Startgruppe bitte links aufstellen und die 8 Uhr weiter rechts. Dann nochmal zur Erklärung zu dem Ziel heute. Das Ziel ist in Schwentintal, das sind 5 Kilometer entfernt von hier. Dort macht ihr bitte euren E-Brevet Zieldatenerfassung oder ihr holt euch gerade den letzten Stempel. Und die Karte, die muss allerdings hier abgegeben werden. Das heißt, wer digital fährt, kann direkt nach Hause fahren oder zum Bahnhof oder zu seinem Auto, aber die analoge Brevetkarte oder die Rückfallposition, die geht hier direkt am Start wieder ab. Und das ist der Briefkasten hier vorne. Da wirft ihr die einfach ein. Wir haben Mitte April, haben super Glück mit dem Wetter. Letzten Tage war das ziemlich frisch und windig und heute haben wir herrlichsten Sonnenschein. Ja, und es ist Zeit für einen 300er. Ab Kiel ging es los und jetzt Richtung Lübecker Bucht. Und hier geht es in die neuen Bundesländer rüber, über den Priwall. Und dann geht es weiter nach Schwerin. Wir werden das Schweriner Schloss besuchen. Dann geht es wieder rüber Richtung Westen nach Zarrentin, der südlichste Punkt, und über Rheinfeld zurück nach Kiel. Das sind die Kontrollpunkte und die Durchfahrtszeiten, die wir erreichen müssen. Und dann ging es los in großer Gruppe. Werden auch lange zusammenbleiben, in großer Gruppenstärke. Und mit dem Wetter hatten wir wirklich geniales Glück. Also wenig Wind, die ganze Zeit trocken und sonnig. Also wirklich super für eine lange Brevetfahrt. Wir werden ja bis spät in den Abend fahren. So etwas vor Mitternacht werden wir zurück sein in Kiel. Und so starten wir südöstlich von Kiel durch eine malerische Gegend, vorbei nachher an Seen, Kurs Richtung Lübecker Bucht. Immer der aufgehenden Sonne entgegen. Auf ruhigen Straßen, können also prima im Bulk zusammenfahren. Also, solange wir noch wirklich fast vollständig sind, einmal gern seitlich alle Teilnehmer vorbeifahren lassen. Zumindest die von der ersten Gruppe.
unser flaches Schleswig-Holstein. So ein paar Anstiege haben wir auch. Also Leute, die in den Bergen fahren, müssen sicherlich schmunzeln. Bei uns ist der Anstieg dann mal relativ kurz. Neukirchen bei Malente. Nächster kleiner Anstieg hoch. Alle wieder im Wiegetritt. Mein Nachfolger kommt schon zum ersten Wettrennen. Wir können noch 1,5 Jahre länger warten. Der hat sich überall angemeldet und will auch eine Medaille nachher sammeln. Und dann gibt es danach immer eine kleine, schöne Abfahrt, die es geschwind runtergeht. Marke, Rondeur-Marke. Malente nun. Die typische Abfahrt, also die Route haben wir sehr oft bei den Brevets hier ab Kiel. Und es geht dann am Dieksee vorbei. Nächster kleiner Anstieg. Aber wieder so steil, dass wirklich jeder im Stehen fährt. Steigungswagen. Zahnekau. Die Lübecker Bucht. Wir sind jetzt in Haffkrug und hier ist jetzt auch der erste Checkpoint. Scharbeutz ist das jetzt. Also eins der Touri-Orte hier an der Lübecker Bucht ist so Haffkrug, Scharbeutz, Timmendorfer Strand. Ist ja noch recht früh im Jahr, jetzt im April, aber merken wir deutlich, wenn wir da lang fahren. So, hier müsste gleich der erste Kontrollpunkt sein. Was du letztes Jahr gefahren bist. Genau. Ein Touristenbuch steht hier oder. Dann auch noch halt. Ja, die ersten Urlauber sind hier. Ist schon ziemlich voll. Und es war ein Geschnatter in der Gruppe. Wir fahren da gern parallel. Sicherlich nicht immer mit Einverständnis der Autofahrer. Aber davon gibt es ja zum Glück, da wo wir lang fahren, kaum welche. Also erste Kontrolle. Fürs E-Brevet einmal Foto machen, Position bestimmen. Und auch das Wetter verspricht allerbeste Bedingungen für den Tag. Dann den Stempel holen. Hallo, einmal die Cola, wenn ich gerne 2 Brötchen. Danke Ihnen.
Start zu Etappe 2. Das ist nun Travemünde. Hier geht es dann auf die Fähre, über die Privalfähre. Und beim Bäcker eben, da musste ich so lange warten, bis der Stempel kam. Weil die anderen haben alle E-Privé, ja, sind weitergefahren. Jetzt sind wir zu zweit, aber mit ganz viel Glück treffen wir die noch bei der Fähre. Wenn die da Pech hatten und nicht gleich raufkamen. Aber ich tippe mal, die sind weg. Hat doch zu lange gedauert, da das Stempelchen zu bekommen. Also wir haben richtig schön Gas gegeben, dass wir die kleine Strecke bis zur Fähre in kürzester Zeit absolvieren. Und es hat gelohnt. Nicht, dass wir die jetzt im Rückspiegel sehen oder die uns. So, der Stress hat sich gelohnt, die sind noch alle hier. Also noch schnell Ticket gezogen und dann rauf auf die Fähre. In Travemünde. Aber ist Das egal, habe ich auch noch nie fahrt gesehen. mal. Die Kette zwischen die Blätter gekriegt. Jetzt muss er die Blätter auseinanderschrauben. Das ist übel. Alle fahren weiter. Ja, wie man das hinkriegen, weiß ich auch nicht. Dass dieser so blöd runtergeflogen ist, mit ordentlich Schwung raufgetreten, dass die Kette zwischen die Blätter gerät und wieder nicht mehr rausgezerrt bekommt. Ja, Top-Windschatten fahren hier. Der darf wohl noch nicht bremsen. Ja. Scharf darf der nicht bremsen hier, aber wirklich klasse Windschatten und der kam auch nicht vorbei. Naja, irgendwann war uns das zu langweilig und dann schlossen wir wieder auf. Und es geht durch die 9 Bundesländer. Oh je. Oh. Nochmal Kopfsteinpflaster. Das lotet ja wirklich alles durch, was man mit hat. Und die Gruppe formiert sich wieder. Mal für einen Augenblick auf einer Bundesstraße in einer Reihe mit ordentlich Speed geht's weiter. Und Max ist vorne, der mit seinem genialen Titanrad. Er wird auch sehr viel die Gruppe anführen. Unheimlich starker Fahrer.
Wieder die kleinen, schmalen Straßen, die durch die Felder ziehen, mit klasse Blick übers weite Land. Und es geht mit ordentlich Speed und gutem Tempo durch die Landschaft. Ein erstes Schloss oder Gutshaus. Und so diese kleinen idyllischen Dörfer mit großem Dorfteich. Noch knappe 25 Kilometer bis zum zweiten Checkpunkt. Und die Gruppe hat sich ziemlich zerlegt. Also vor mir sind, weiß ich, 5, 6 Leute und der Rest ist hinter uns. Da fiel einer nach dem anderen ab. Ja, der Max war einfach zu schnell. Da wollten dann nicht mehr alle mitziehen. Sind also nur kurz vor Schwerin. 5 Kilometer noch. Und dann kommt vielleicht zum Highlight von der Tour heute. In Schwerin, das Schweriner Schloss fahren wir wohl an. Und hier hinter der Hecke ist der Schweriner See. Das ist dann der zweite Checkpoint. Dann haben wir knappe 150, also nicht ganz die Hälfte. 320 sind es insgesamt. Und dann gibt es dann mal eine schöne Pause gleich. Sind also nun in Schwerin. Wir suchen irgendeinen Bäcker. Ah, da hinten. Da hinten vielleicht. Die sind da hinten. Kontrolle 2 bei 148 Kilometer in Schwerin. Ja, muss wohl hier sein. Also Stempel holen, E-Brevet einmal Foto und Standort checken und hochladen. Danke Ihnen. Kurz vor 2 Uhr haben wir. Mach noch ein bisschen Pause. Und hier sieht man schon, da ist der erste Platten. Konnte er zum Glück hier bei recht guten Bedingungen, während wir Pause machen, flicken. Und ich werde auch mehrere Platten haben. So. Ich habe mal wieder ein Loch, sehe ich jetzt gerade. Überall ist Dichtmilch. Da ist das Loch. Also jetzt einmal beim Vorderreifen. Ich mache erstmal nichts, bin dann weitergefahren. Hab gehofft, dass die Dichtmilch das ausreichend dicht hält. Start zu Etappe 3. So, weiter geht's. Nach Sarrentin ist der nächste. Der soll nicht ganz so weit sein. Das Ganze mit einem Loch im Reifen. Aber ich hoffe, die Dichtmilch, die dichtet das schön ab. Und also noch ist der knüppelhart, der Reifen. Viel scheint nicht raus zu sein. Ja, wird leider nicht das einzige Loch bleiben. Später nachher in Sarrentin, da sitze ich am Tisch, esse ein bisschen was, Rad steht neben mir und dann fängt plötzlich der Reifen an zu zischen. Einfach so aus dem Nix fängt er an, die Luft zu entweichen.
Hi Mensch, hier war ich noch nie. Das Schweriner Schloss. Jetzt muss man nur ein bisschen weiter wegparken, um das aufs Foto zu kriegen. Ne? Dann. Ja, da muss natürlich ein Erinnerungsfoto von der Gruppe her mit Hintergrund Schweriner Schloss. Also alle, die wir jetzt zusammen noch waren, einmal vor das Schloss gestellt, jemand gefragt, dass er mal ein Foto von uns macht. Hübsch und touristisch. Bei dem Wetter, und vor allen Dingen dem Wetter, was wir die Tage davor hatten, aber auch kein Wunder, dass die alle losziehen hierher. Schöner Park, hinten das Schloss, ringsum überall Wasser. Und hinter dem Park bot sich nochmal an, ein paar weitere Fotos zu machen von dem Schloss, was Weltkulturerbe ist und Sitz des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist also wirklich ein märchenhaftes Schloss. Wird auch Neuschwanstein des Nordens genannt. Und nun geht's weiter westlich aus Schwerin raus Richtung Zarrentin. Relativ kurzer Track, unter 50 Kilometer. Max wieder vorweg, hat das Tempo vorgegeben. Haben den größten Teil des Tracks schon hinter uns, sind nun kurz vor Zarrentin, sind auch meist auf Bundesstraßen gefahren, in einer Einerreihe und nur wenig auf Radwegen gefahren. Jetzt sind wir kurz vor Zarrentin, 4 Kilometer noch, war also ein relativ kurzer Track, so hat 45 Kilometer gehabt. Und Max hier mit seinem Titanrenner, der macht seinem Namen echt alle Ehre. Der knallt hier so viel vorne vor, gibt uns allen Windschatten. Aber jetzt fahren wir mal ein bisschen langsamer zum Glück. Wir sind da nur hinterher gehechelt. Ich zumindest. Ja, dann haben wir gleich nochmal eine Pause beim Supermarkt. Und der Wind kommt hier auch von vorne. Und dann drehen wir Richtung Kiel wieder nach Norden ab. Und dann kommt der schräg von hinten. Ist ja auch sehr schön. Überall noch diese alten Gebäude. Hat sich in all den Jahren nicht so viel verändert hier. Das war so Zarrentin am Zarrentiner See. Für uns der südlichste Punkt. Hier wenden wir wieder Richtung Norden. Also am Schalsee vorbei zum nächsten Supermarkt. Für eine gute Pause kann man immer schön sitzen, sitzt dort gut in der Sonne, kann ein bisschen Verpflegung nachkaufen. Kontrolle Nummer 3 bei 193 Kilometer in Zarrentin.
Checkpoint Nummer 3. Der Rewe in Sarrentin. 2 sind schon da. Da, ne? Ja, genau. Und die aktuelle Uhrzeit bräuchte ich noch dann. Ja. Also Ui, gleich ja. erstmal wieder Stempel besorgt. 16:01. Ach so, können Sie die da rauf? Ich habe nämlich keinen Stift. Ach so, aufschreiben. Ja, raufschreiben, genau. Hier auf dem, Ja, ne? ja, irgendwo da rauf. 16:02. So? Danke. Haben jetzt also genau 16 Uhr und machen wieder eine gute Pause. Ein paar Leute sind nachgekommen, ein paar wenige waren ja schon da. Und da haben wir unsere ganzen edlen Bikes hingestellt. Mal mehr, mal weniger edler. Also das ist das Rad von Max, der so schnell fährt, ja, aus Essen. Und der hat Speichen aus, das ist irgendwie Kohlefaser oder Dyneema oder so eine Schnur. Wie auch immer die gespannt wird. Ja, ein Rad der 10K-Klasse in Euros. Und das, ja, also richtig schickes Ding. Ich glaube, der ist extra angefertigt. Was genau? Sieht also wirklich sehr schlicht aus. Hat meiner Meinung nach eine ganz besondere Eleganz, dieses Rad. Und die Sattelstütze sagt da die Flex besonders gut. Also in der Ausführung so Kleinigkeiten noch nie gesehen vorher. Auch die Tasche, ich weiß gar nicht, ob das eine extra Radtasche ist doch recht besonders. Passt zu dem Rad. Ja, hier sind einige Titanrenner dran. So, das Der hat Bock da vorne, was? Ja, richtig, aber ich bin ja auch nicht mehr mitgekommen. Und das ist 8K-Klasse. Sieht auch sehr skurril aus. Felgen. Also sieht auch unheimlich schick aus und sieht so ultramodern aus. Also schickes Styling. Tolle Form. Ja, kann man eine Menge Geld für ausgeben für Räder. Wir machen noch ein bisschen Pause und dann wird wahrscheinlich wieder weiter ordentlich getreten. Scheiße, ein Loch nach dem anderen hier. Ja. So, mal gucken, vielleicht schafft Gemüse das. Also ich saß da auf dem Stuhl und plötzlich fing der Reifen an zu pfeifen. Hätte vielleicht doch tauschen sollen. Die haben schon einiges hinter sich, die Reifen. Okay. Mal gucken, ist das jetzt dicht? Die richtige Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich hatte nicht letzte Woche, vor 2 Wochen beim 200er in Hamburg in den Zug gestiegen, alles gut. In Kiel ausgestiegen, Reifen platt. Ja, scheiße, ne? Ja, richtig. Wurm reindrücken. Das ist immer noch nicht dicht. Ich tippe mal, da muss ich operieren. Also da blubberte ganz hervorragend die Also das Luft Loch raus. Das ist sah man da. ja, wenn da also die Milch als Feuchtigkeit im Reifen drin ist. Und dann blubbert das da vor sich hin. Kann ich sehen, ey. Immer mehr Luft, also nicht viel kommt da raus. Da ist das Loch. Und ich stecke dann meist echt immer, also die Löcher sind ja sehr klein, es sind meistens mache ich noch dickeres spitze, Loch ganz rein. kleine, feine Und hoffe, dass es Steinchen. dann dicht ist. Und dann versuche ich immer so einen kleinen Kautschukwurm da reinzudrücken Ach, und Scheiße. mache damit das Loch ja eigentlich größer, als es jetzt aktuell ist. Mal gucken, dass da Flüssigkeit draufkommt. Und hier kann ich ja noch einigermaßen gut reparieren, so unterwegs irgendwann nachher, irgendwie im Feld oder nachher, wenn es dann dunkel wird, das ist dann besonders blöde.
Oder ich hoffe, dass es dicht bleibt. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Also die Gruppe macht sich wieder fertig. Vorletzter Track. Und weiter geht's. Mit nun 2 Löchern, ein Vorder- und einem Hinterreifen. Und für uns geht es jetzt weiter zum vorletzten Checkpunkt nach Rheinfeld. Da sind einige nachgekommen, aber einige bleiben noch. Die wollen noch ein bisschen Pause machen. Start zu Etappe 4. Ja, Max ist wieder dabei, das heißt, wir werden rasen. Er fuhr weg. Und wir hecheln danach, ich zumindest. Ich hechel hinterher. Hat aber Spaß gemacht. Und so drehen wir den Kurs, fahren also jetzt hauptsächlich nach Norden, haben so ein bisschen Rückenwind. Und wieder ganz feine Landstraßen mit ganz wenig Autoverkehr, sehr glattem Teer. Und das ist die Gruppe, in der wir dann zusammen bis zum Ziel fahren werden. Seedorf. Das ist jetzt Ratzeburg. Kommen wir gleich am Ratzeburger See entlang. Mit einer wunderschön steilen Abfahrt runter zum See. Dann rollt man einen richtig schönen hohen Speed hier runter. Zum Ratzeburger See.
Nächste Bergabfahrt. Immer im Bulk. Macht einfach Riesenlaune. Platten bei Carsten. Eigentlich kann ich ja nichts falsch gemacht haben, ne? Was so lange gehalten hat. Hast du 28er oder was? Hast du den Mantel abgesucht? Nee, ich hab da noch so eine Einlage drin. Carsten fährt immer mit Anti-Platt-Einlage, also eigentlich für ihn ungewöhnlich, dann doch mal ein Loch im Reifen zu haben. Mit so einer genialen Elektropumpe. Der andere heiße Scheiß, diese Akkupumpe. Peng! Das ist gar nicht so eine gute Sache. Keine elektrische Freund. Das reicht, glaube ich, irgendwie, was ich so für Mal oder so, ne? Also, Hier kommt immer drauf an, ob du was hast, ne? Genau. Hört ihr automatisch auf? Nee, du sagst es genug. Dicht eigentlich nicht durch. Ja, oh, die Fender zumindest Platten, hast weniger Platten. Muss aber anti-platt sein und du musst die rund abschneiden und dann noch abdremeln, dass die Übergänge nicht zu scharfkantig sind. Oder mit Hitze. Jetzt war das so fummelig, die reinzufummeln dann, ne? Nein, die ist porös geworden, die ist so alt, deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Platten. Dann bilden nicht so scharfe Kanten da innen drin. Die musst du alle 5 bis 7 Jahre auswechseln. Drittes Loch. Jetzt soll ich weiterfahren. Aber es scheint kein Dorn drin zu sein. Ich hoffe, er geht dicht. Also ein bisschen fahren, dass da ein bisschen Milch rausgeschleudert wird. In der Hoffnung, dass das dichtet. Ich habe zumindest genug Dichtmilch drin. Und 3 Löcher eben. Weil die Reifen sind doch schon ziemlich übel rüber und runtergerockt. Ich kann gleich nochmal nachpumpen. Oder ihr habt schon wieder Platten. Also übliche Spielchen. Es sind immer welche da, die Platten kriegen. Bei mir war es jetzt der dritte, zum Glück der letzte für diese Tour. Und so geht's jetzt weiter der untergehenden Sonne entgegen. Kontrolle 4 bei 245 Kilometer. Nächster Checkpoint in Rheinfeld. Jetzt haben wir 240. Uhrzeit oder da? Und die Uhrzeit, die aktuelle Uhrzeit, ja, genau. Danke Ihnen. Tschüss. Und so genossen wir eine letzte Pause bei tiefstehender Sonne. Alles noch schön warm.
die Gruppe, die nach uns angekommen ist, die auch noch ein bisschen bleiben wird. Start zur Etappe 5. So, der letzte Track, vielmehr der vorletzte, den ganzen Schluss gibt es noch einen ganz kurzen Track zurück zum Auto. 75 haben wir jetzt. Uns sind einige nachgekommen, die Gruppe ist also größer und bei der Tanke warten noch ein paar, die ziehen dann hinterher. Ja, bis wir da sind, ist wohl dunkel. Jetzt haben wir 7 Uhr, also 19 Uhr. Und eine Umziehpause. Die Sonne ist jetzt doch sehr tief. Es wird langsam kühler. Und so ziehen wir uns alle um, bereiten uns auf die Nacht vor. Also alle reflektierende Westen an. Wieder die lange Garderobe. Lichter an. Und es geht weiter. So, kleine Umziehpause. Ist jetzt weg. Ist auch deutlich kühler geworden. 50 Kilometer haben wir noch bis zum letzten Checkpoint. So langsam wird es dunkler und dunkler. Und die letzten Kilometer fahren wir danach wirklich im Dunkel. Dann macht die Kamera auch nicht mehr ganz so gute Aufnahmen. Die braucht immer ordentlich Licht, um zu stabilisieren. Ich liebe das ja, im Trupp durch die Dunkelheit zu fahren.
Und wir haben die letzten Kilometer vor uns bis zum Ziel in Kiel. Endkontrolle bei Kilometer 320. Zurück in Kiel-Schönkirchen. So, Endstation in Schönkirchen. 320 Kilometer. Ein letztes Foto fürs E-Brevet. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.